Draußen fielen heftig Schneeflocken, kalter Wind pfiff durch jeden Türspalt an diesem friedlichen Nachmittag. Der Polizist Lukas hatte gerade seine lange Schicht beendet und war auf dem Rückweg zu seinem gemütlichen kleinen Holzhaus am Rande eines verschneiten Waldes in Bayern. Als er die Tür schloss und sich zum Ausruhen bereit machte, hörte er von draußen ein leises Bellen. Lukas öffnete die Tür, kalte Luft strömte herein und der Anblick verschlug ihm die Sprache. Sein Labrador Max stand auf der Veranda, bedeckt mit Schnee. In Max' Maul befand sich ein winziger Welpe, zusammengekauert, die Augen geschlossen, fast steif. Der Schnee fiel immer noch, aber Max' ernster Blick schien zu sagen: „Bitte helfen Sie ihm, Meister." Ohne nachzudenken, bückte sich Lukas und nahm den kalten Welpen aus dem Maul seines treuen Freundes. Er nahm rasch die Wolldecke, wickelte sie um den kleinen Körper und legte sie neben den Kamin. Das flackernde Feuer erhellte das besorgte Gesicht des Mannes und die besorgten Augen von Max. Der Welpe zitterte und stieß schwache Wimmerlaute aus, als suche er nach einem Hauch von Wärme im Leben. Lukas öffnete den Schrank, mischte etwas warme Milch an, zog sie in eine Spritze auf und gab dem Tier vorsichtig jeden Tropfen ins Maul. Max saß in der Nähe, seine Augen verließen nie den Welpen, und ab und zu leckte er ihm liebevoll das Fell. Nach wenigen Minuten begann sich der kleine Körper zu bewegen, die Beine zitterten, und die Atmung normalisierte sich allmählich. Ein leiser Seufzer ertönte, vermischt mit dem Geräusch des schmelzenden Schnees draußen vor dem Fenster wie eine Antwort des Lebens. Als die Milch seinen kleinen Bauch erwärmt hatte, schlief der Welpe ein und legte seinen Kopf auf Max' Bein, als suche er seine Mutter. Lukas blickte auf diese Szene, sein Herz setzte plötzlich aus, und ein Gefühl der Liebe breitete sich in dem stillen Raum aus. Er streichelte Max sanft über den Kopf, seine Stimme zitterte: „Gut gemacht, du hast in dieser kalten Nacht ein Leben gerettet." In jener Nacht schlief Lukas neben den beiden Hunden, das Feuer im Kamin warf ein sanftes Licht an die Wand. Am nächsten Morgen, als die ersten Sonnenstrahlen durchs Fenster fielen, hallte das Haus von fröhlichem Hundegebell wieder. Der Welpe war wach, hatte klare Augen und hüpfte mit ungeschickten Schritten um Max herum. Als es Lukas sah, rannte es hinüber, rieb seinen Kopf an seinem Bein und wedelte dabei leicht mit dem kleinen Schwanz als aufrichtiges Dankeschön. Lukas beugte sich hinunter und lächelte sanft: „Von nun an wirst du ein Teil dieses Hauses sein." Max bellte vergnügt, und der Welpe erwiderte dies mit einem liebevollen Lecken. Von diesem Tag an standen die beiden Hunde jedes Mal vor der Tür, wedelten mit dem Schwanz und warteten darauf, dass Lukas von der Arbeit nach Hause kam.